Also Jochen, wir haben ja früher über das Buch Positive Intelligenz gesprochen und ich habe dich so verstanden, dein Top-Saboteur ist der Pleaser und ich verstehe den Pleaser so, der Pleaser will immer akzeptiert, geliebt werden und versucht alles zu tun, helfen und so weiter, damit er oder sie eben geliebt wird. Und das Problem da, so wie ich dich verstehe, ist, der Pleaser wird dann wirklich sehr Burnout gefährdet, weil er so viel tut, um eben akzeptiert und geliebt zu werden. Und die Schwierigkeit für den Pleaser ist, eigene Bedürfnisse zu äußern. Und meine Frage an dich ist, wie geht es für dich, eben eigene Bedürfnisse zu äußern? Ja, eigentlich. Morgen miteinander. Okay. Meistens trifft es dann zu, oder meine Bedürfnisse zeigen sich mir, wenn ich merke, das stimmt die Situation mit dem, was ich eigentlich erwartet hatte, beziehungsweise was ich mir vorstelle, was sinnvoll ist, nicht überein. Sei es jetzt zum Beispiel Aufgabenverteilungen, die von der Leitungsperson vorgenommen werden und mit denen ich nicht einverstanden bin, weil ich es nicht nachvollziehen kann oder weil ich nicht weil wir nicht informiert wurden als Team, sondern es eine Einzelentscheidung getroffen wurde, dass ich mich dann melde und dann mein Bedürfnis auch äußere, dass ich gern informiert worden wäre oder das Team gern informiert worden wäre und dass das doch sinnvoll wäre. Das ist das eine. Bei einzelnen Arbeiten ist es so, dass ich für mich abwäge, was nützt jetzt dem Bewohner, was nützt jetzt dem Kunden, Ja. was nützt dem Team und was nützt mir. Okay. Ich merke natürlich dabei, dass ich vor lauter zum Teil auch schon mal Pausen verkürze oder Pausen ausfallen lasse, eigentlich das Prinzip, was ich vorher schon hatte. Ja. Kann ich aber jetzt bei gewissen Arbeiten deutlicher abgrenzen, dass ich dann sage, okay, das müsste jetzt jemand anders übernehmen, wer macht das? Okay. Natürlich im Hintergrund steht immer noch, dass Aha. ich natürlich gern die Rückmeldung und die positive Zuneigung vom Team habe, Ja. nehme es aber auch in Kauf, dass es mal dann Probleme gibt oder Auseinandersetzungen gibt, wobei es die in unserem Team im Moment auf der gleichgeschalteten Ebene nicht gibt. Und hast du gemerkt, du hast dich verbessert über die letzten Monate deine Bedürfnisse äußern? Also kannst du das jetzt besser tun als früher? Ich kann das jetzt besser tun. Ich habe zwar immer noch Herzklopfen und Schlagen, wenn ich merke, ich muss jetzt da was anbringen, aber es funktioniert sehr gut, weil ich eben auch sehe, es tut sich was. Ja. Hast du da einige, Tipps für dich selbst, dass du erinnerst dich, dass dich selbst an etwas, damit du wirklich deine Bedürfnisse äußerst? Das ist schwierig. Also das Einzige, was ich mache, kriege ich das hin, jetzt in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, Ja. ist es wirklich meine Aufgabe und dann sagen, hey, es sind noch so und so viele andere Leute im Team, die können das jetzt übernehmen und dann fällt es mir relativ leicht, Okay. das zu tun. Und- Oder eine andere Variante ist, wenn ich mordsmäßig hässig auf jemanden bin, dass ich dann sage, nein, das mache ich jetzt nicht. Und wie ist es dann im privaten Bereich mit deiner Frau? Wie gut kannst du da deine Bedürfnisse äußern? Das geht sehr gut, weil wir sehr viel Rücksicht auf uns nehmen. Also das ist eigentlich kein Kunststück oder keine große Kunst. Da können wir uns sehr gut austauschen. Ja. Also verstehe ich dich dann so richtig, dass damit ein Mensch seine oder ihre Bedürfnisse gut äußern kann, hängt ein bisschen auch von der anderen Person ab. Ja, genau so ist das. Das ist so, ja. Ja. Habe ich sie gern, habe ich Vertrauen zu ihr, dann kann ich mich besser äußern, dann kann ich meine Bedürfnisse besser kundtun. Habe ich sie nicht gern, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache es gerade aus Trotz und werfe das hin, oder ich ziehe mich zurück und denke, machen wir anders. Okay, danke.